Was mich an uns so fasziniert, ist, dass es so kleine Mechaniken gibt. Vom Außen von der Uhr sieht man gar nicht, wie viel Intelligenz dahinter steckt. Im Leben hätte ich nach dem Abitur keine Ausbildung angefangen, weil ich der Überzeugung war, das Abitur habe ich dafür gemacht, dass ich dann auch studiere. Das ist aber Quatsch. Da mich schon immer dieses kleine, feine interessiert hat, war ich dann sehr schnell bei Uhrmacher. Und weil ich eben auch dieses Alte wertschätzen möchte, dieses alte Handwerk. Und deswegen habe ich mich dann für Glashütte und für Lange entschieden. Ich bin der Louis, 20 Jahre alt, komme aus Österreich. Ich bin Nele, ich bin 24 Jahre alt. Anna, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Dresden. Mein Name ist Erik, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin Elias, bin 21 Jahre. Ich bin im 3. Lehrjahr hier bei Lange & Söhne und lerne Uhrmacher. Ich bin durch familiäre Hintergründe schon früh eben in die Uhrmacherei eingeführt worden und das hat mir von Anfang an Spaß gemacht und dann war klar, dass ich mich ausbilden lasse dazu. Für mich war Lange & Söhne die erste Wahl, insbesondere weil ich hier vorher schon ein Praktikum gemacht habe und in diesem Praktikum, was eine Woche ging, sehen konnte, wie die Atmosphäre hier ist. Ich habe mein Studium abgebrochen, weil das Studium, was ich gemacht habe, zu theoretisch war. Und dann irgendwann bin ich halt drauf gekommen, dass ich kein Mensch bin, der einen Bürojob ausführen kann, sondern mehr einer bin, der was mit den Fingern macht, der mechanisch irgendwie denkt. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich begriffen habe, dass es dieses Berufsfeld gibt und dass es eine Option für mich wäre. Ich bin durch ein Praktikum in der 9. Klasse auf den Beruf des Uhrmachers gekommen. Ich habe zum Beispiel anfangs kein wahnsinnig feines Fingergefühl gehabt eigentlich. Das hat sich dann mit der Zeit einfach sehr auch dazu entwickelt. Wenn man einfach mit großen Uhren anfängt und dann immer kleinere Uhren vor sich hat, dann fällt es auch gar nicht mehr so schwer. Es passiert relativ schnell, dass einem mal eine Feder oder eine Schraube irgendwie runterfällt und dann suchen wir halt. Adolf Lange ist ja 1845 hergekommen mit dem Geld vom König und durfte dann hier die erste Firma aufbauen. Und auch durch diese extremst lange Tradition habe ich das Gefühl, dass Lange halt was sehr Besonderes ist, auch von der Firma. Gerade weil wir in Glashütte alle sehr nah beieinander wohnen, macht man auch außerhalb von der Ausbildung viel zusammen und das stärkt einfach den Zusammenhalt. Unsere Klasse ist, glaube ich, auch der lebende Beweis dafür, dass Uhrmacher keineswegs nur still sind. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Ausbildern. Das ist ein sehr angenehmes Arbeitsklima hier. 0,18. Also haben wir dann ein bisschen. Es gibt in jedem Lehrjahr auch Projekte, die man machen kann. Das heißt, wir fertigen gerade einen sogenannten Unruhkloben. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir das auch später in unsere eigene Taschenuhr einbauen. Das ist eigentlich mit das Schönste daran, wenn man dann die Uhr zusammenbaut. Es sieht toll aus, es hat kaum Kratzer drin und ist dann auch komplett und funktioniert, so wie es soll. Jedem Schulabsolventen kann ich empfehlen, macht eine handwerkliche Ausbildung. Also ich habe mich auch auf gut Glück beworben und habe eigentlich nicht wirklich damit gerechnet, dass ich genommen werde. Aber es hat dann doch gepasst. Und im Endeffekt würde ich es viel mehr bereuen, mich nicht beworben zu haben.